geht's überall lang. Eine richtige Festung hier und da in der Mitte unser Schlafplatz. Hier wirklich die alten römischen Ziegel. Eine Stadt unter der Stadt. Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier gerade im wunderschönen Dom und unter dieser Stadt liegt einiges im Verborgenen, unter anderem ein gigantisches Katakombensystem, was wirklich an die 170 Kilometer groß sein soll. Das System ist großteils von der Öffentlichkeit abgeschlossen, aber wir haben einen Tipp bekommen, wo wir möglicherweise in einen Teil von diesem System reinkommen können. Was uns genau erwartet, wissen wir nicht, aber ich hoffe, dass wir hier einen Einblick in die Katakomben von Rom bekommen. In dem Sinne würde ich sagen, los geht's. Wir haben heute auf jeden Fall schon probiert, in Katakomben reinzukommen. Das ging leider kläglich schief, wie ihr da an dem Clip sehen könnt. Oh shit, der kommt. Fuck. Bist du deppert? Wir können hier auf jeden Fall nicht zu viel zeigen. Dieser Einstieg soll wirklich komplett unbekannt sein. Auf jeden Fall geht es für uns jetzt gleich hier diesen Abhang runter. Also man sieht, das ist richtig steil. Und da unten irgendwo soll dann wirklich unser Einstieg liegen. Das sieht nicht leicht aus. Es ist noch dazu alles nass heute. Also das könnte eine kleine Schnellabfahrt werden. Es slide runter. Oh, Bro, das ganze Ding bewegt sich, wo ich draufstehe. Einfach fallen lassen. Ja! Geil! Bro! Wow! Boah! Das hat endgeil ausgeschaut. Boah, ich hab den ganzen Schmodder ins Maul. Bro! Da geht's rein. Boah! Ich bin komplett dreckig. Ich glaube, mir hat's auch gerade die Jacke komplett aufgerissen. Komm gleich nach. Oh, das hat wirklich schnell ausgeschaut. Einfach hinhängen und runter. Aus dem Hängen. Ja. Oh. Alles gut, bitte. Ja, ich habe halt wirklich, so schnell war das bei mir ich habe nicht. wirklich einen kleinen Jump reingemacht. Alter, das ist aber krank. Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass wir genau hier rauskommen. Absolut nicht. Das ist ja genau der Einstieg. Das ist nicht gestaged, Leute. Wir haben uns gedacht, wir gehen da jetzt diesen Graben hier entlang, aber es scheint so, als wäre das wirklich vielleicht, ich weiß nicht, ob es unser Eingang ist, aber es ist ein Eingang. Alter, das ist krank. Wir sind geslidet direkt in den Einstieg rein. Also das kann besser ja nicht laufen. Weil so wie wir hier rumschreien, haben wir wahrscheinlich schon komplett aufmerksam. Die Gendarmerie sollte nicht aufkreuzen. Hier sieht man jetzt wirklich schön, dass hier überall unter der Erde verborgene Sachen liegen. Das Besondere an Rom ist nämlich, dass die Stadt wirklich immer wieder aufgebaut wurde. Wenn man hier wirklich 1 Meter im Boden gräbt, dann findet man wahrscheinlich ein Delikt. Das Besondere ist, dass das System, also die Katakomben hier wirklich aus dem 2. bis 4. Jahrhundert stammen. Also hier wurden Leute beerdigt, eben vor 1800 Jahren, wirklich geisteskrank lang her. Und es gibt hier alte Steinbrüche unter der Stadt und die wurden umfunktioniert zu Friedhöfen, also ähnlich wie in Paris, auch ein gigantisches System. Und über genau das werden wir uns jetzt hoffentlich einen Überblick verschaffen. Was ist das? Oh, Flo. Bro, da geht's komplett rein. Und da geht's auch komplett rein. Boah, schaut euch das an. Das ist ein Teil vom Katakombensystem eindeutig. Das sieht so alt aus. Hier wurden wahrscheinlich wirklich Grabungen durchgeführt und dadurch hat man das hier entdeckt. Unter der Erde vergraben. Ihr müsst euch vorstellen, wie viel so unentdeckte Sachen hier in Rom im Verborgenen noch liegen müssen. Das muss krank sein. Gefüllt mit Relikten. Man findet hier nichts im Internet, also das ist wirklich viel unbekannter als die Pariser Katakomben.
Also hier war auf jeden Fall ein offizieller Eingang, aber es sieht aus, als wurde das hier dicht gemacht. Ach, ziemlich viel Müll. Also wir werden uns hier einfach frei bewegen und schauen, was wir finden. Da liegen nur solche Säcke. Sieht doch ein bisschen aus wie So eine Pilzzucht. Ja. Überall die Säcke, aber sonst ist hier alles leer. Ja, das ist eindeutig eine Pilzzucht. Da diese ganzen Erdsäcke, da sind die dann rausgewachsen, weil die Luftfeuchtigkeit sich hier perfekt zum Pilzezüchten eignet. Das ist es noch nicht. Schauen wir mal, was wir noch finden. Boah, hier wird es jetzt richtig warm. Da geht's überall lang. Boah. Ja, da ist wirklich ein Meer aus diesen Säcken hier. Bis da ganz nach vorne. Das war wirklich eine Massenfungizucht. Schau, wie weit es da nach hinten ging. Boah. Bin schon leicht verwirrt. Ja, das ist... Bisschen sollte man sich den Ausgang vielleicht merken. Da geht es wirklich überall wieder lang. Da überall die Kreuzungen. Also da wäre eine Karte sinnvoll, aber die haben wir nicht. Deshalb jetzt schön vorsichtig hier entlang. Da schon die ersten Knochen, aber weiß ich nicht, sind die menschlich? Oh, die sind doch gesammelt da. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube noch nicht. Schau mal, wie man sieht. Ja. Da ist noch weiter. Also mit dem haben wir echt nicht gerechnet, dass wir da wirklich auf die größte Pilzzucht stoßen, in der wir jemals waren. Wir haben ja sowas schon öfters gesehen, aber das ist immens. Also wir filmen da gerade gar nicht so viel, aber echt um jede Ecke gehen Korridore entlang mit den ganzen Töpfen hier voll mit diesem Saatgut. Da konnte man ganz roh mit Fungipizza versorgen. Ja. Oh, das sieht interessant aus. Da ändert sich's. Boah, das hier könnten echt antike römische Ziegel sein. Das wäre wild, die wären dann wirklich extremst alt. Und da geht's überall lang. Alter Scholli. Fredo, das ist ein unterirdisches Gebäude. Und das ist eben das Charakteristische an Rom. Die alten Gebäude, die wurden einfach zugeschüttet und es wurde was Neues draufgebaut. Das könnte hier der Fall sein. Das kann echt sein, dass es, was weiß ich, ein Verwaltungsgebäude mal war, eine Kirche, irgendwas in die Richtung. Okay, das ist zu jetzt, gell? Und hier wurde zugemauert, aber... Boah, da ist sogar so ein kleines Fenster. Das erinnert mich wirklich an die Untergrundstadt in der Türkei gerade. Es wäre wirklich cool, eben diesen Katakombenteil zu finden, wo dann auch wirklich menschliche Überreste sind. Ja, und der, mein Lieber, verbirgt sich wahrscheinlich hier hinten. Also, du weißt, was zu tun ist. Ab durch die Spalte. Na komm, da muss der Anlauf aber wieder ran. Komm im Körper rein! Der war zaghaft, der Körper. Siehst du was Interessantes drüben? Ah! Peter, ich habe gerade eine Steinschelle bekommen. Das war ein richtig lautes Geräusch. Ja, der ging genau auf die Backe. Alter. Boah. Also wenn man hier im Untergrund dann nochmal durch sowas Kleines klettert, dann kriegt man dann schon irgendwie mehr Schiss. Der Stein ist mir hier wirklich, glaube ich, seitlich auf die Backe. Ich hoffe, man sieht es im Video. Und hier ist auf jeden Fall wieder ein kleiner Raum. Ah, boah, mir dröhnt die Birne. Ganz klein. Ah, und da stinkt's. Ah, das sind wieder Pilze. Okay. Und jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich kann mich nur noch erinnern, dass diese gelben Pfeile zum Ausgang gehen sollten, aber es ist schon beängstigend. Also es wäre vielleicht jetzt auch langsam wieder gut, zurückzugehen, wo man sich besser auskennt. Jag dich durch! Oder ich glaube, du kannst rundherum gehen. Da sind auch schon solche Steinsbrocken von der Decke runter. Oh, wow, Bro! Feder hast mich geschreckt. Perfekt. Und sieh an. Da wächst noch einer. Sieht aus wie ein Knollenblätterpilz. Ich weiß es nicht. Parasol! Ist das wirklich ein Parasol oder ist das die giftige Version? Das ist ein Parasol, Bro. Den könnte man wegschnabulieren. Das muss nach... Oh. Riecht der nussig? Das muss nussig riechen.
Ja, das ist kein Knollenblätterpilz, das ist wirklich ein Parasol. Also, Panieren in die Pfanne und dann rösten. Also falls ihr mal Bock habt, dass wir 2 Pilzexperten eine Pilzpfanne zubereiten, dann gerne mal in die Comments schreiben. schaut sich das an, das sind die Augen. Habt ihr das gerade gesehen? Da ist irgendein Viech drinnen. Da sind sie wieder. Ein Fuchs oder sowas. Leute, schaut euch das an. Da ist noch ein richtiges Mobil, was hier unten steht. Wurde das für die Pilzzucht verwendet? Oder für den Steinbruch? Sieh an. Die Belüftung. Alter. Da geht's weiter für. Ja? Ja. Okay. Okay. Ah, Peter, da ist wieder das Pilzsystem. Also ich muss ehrlich sagen, hier drinnen ist alles viermal so anstrengend. Das ist wahrscheinlich wie in der Luft. Wir haben jetzt noch nicht diese Grabkammern gefunden. Vielleicht sind hier drinnen noch keine. Also Endstation da hinten, ne? Ja, da geht's nicht weiter. Dann sollten wir vielleicht wieder an die Oberfläche, oder? Ja, es wird echt anstrengend. Ja. Und da ist wieder der Ausgang. Boah. An der Stelle bei solchen Sachen muss man echt aufpassen. Am besten ein CO2-Messer mitnehmen. Ja. Aber trotzdem wild, wie riesig das da drin war. Also durch diese schlechte Luft ist das wirklich wie ein Multiplikator für Anstrengung. Na gut, wir gehen hier mal wieder raus aus dem Areal. So Leute, wir sind wieder draußen. Hat uns auch richtig erschöpft. Wir werden uns jetzt kurz erholen und dann hoffentlich unser eigentliches Ziel finden. Ja, da muss noch was ran. Bis gleich, Leute. So Leute, Folgendes. Und zwar haben wir bei Google Maps was entdeckt, was ziemlich nach Katakomben ausschauen könnte. Ja, wir stehen hier schon beim Eingang, haben uns hier gerade reingeschlichen. Ich würde sagen, wir gehen da direkt hin, weil hier drüben ist schon eine Kamera. Also wir sind hier auf heiklem Gelände. Geht schon weit mit dir. Peter, das sieht gleich Katakomben aus. Ja. Das deutet hier wirklich auf Katakomben hin. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Oh ja, das ist eine kleine römische Kammer. Leute, da wurde schon gegraben. Spitzhacke und Schaufel. Das ist nur ein Dead End, also ein kleiner Raum. Okay. Das war mal nur ein Teaser. Okay Leute, wir sind schon wieder beim nächsten Spot. Die Gegend ist hier wirklich heiß. Wir befinden uns hier in so einer Vertiefung. Es könnte sein, dass es hier vielleicht runtergeht. Daumen drücken, das ist die letzte Hoffnung. Oh. Bro, da geht ein Tunnel entlang. Also das könnte echt hier so eine Grabkammer sein. Und hier auch wieder. Wir stehen hier gerade wirklich in einem leeren Grab. Eindeutig für 2 Personen Platz. Das wird wahrscheinlich für das einfachere Volk gewesen sein, weil die wichtigeren Personen, die waren dann echt in so richtigen Katakombensystemen begraben. Ja, wo dann die ganze Familie beispielsweise in einem Raum war. Das wird hier wahrscheinlich noch nicht der Fall sein, aber vielleicht finden wir sowas noch. Wir werden uns jetzt noch umschauen. Überall. Das werden kleine Kammern sein. Ja, und da geht eine Leiter runter. Oh, höher. Ja? Die führt runter in die Tiefe. Wirklich? Die führt mehrere Stockwerke in die Tiefe. Bro, wir befinden uns hier auf einem Grabsystem. Das ganze Feld, wo wir gerade drüber spaziert sind, ist, glaube ich, ist hohl unten.
Leute, die Suche hat sich ausgezahlt. Wir sind den ganzen Tag hier bei Regen umgeirrt, waren hier schon wirklich am Verzweifeln. Aber das sieht wirklich gut aus. Da geht's wirklich weit runter. Schau dir das an, Bro. Das ist doch geisteskrank. Das ist verrückt. Wir sind gerade auf einem Grabsystem. Das geht 3 Stockwerke runter. Boah, wer würde das denken von oben? Boah, das sieht aus wie ein Maya-Tempel. Alter. Oh. Oh, okay. Alter Schnick, das sieht so geisteskrank aus. Ja, wieder schau mal den Gang hier an. Schau. Das ist so alt. Man sieht hier echt, wie das hier reingemeißelt wurde. Hier die normale Erdschicht, das ist echt atemberaubend. Ganz anders als die Pariser Katakomben hier. Das fühlt sich eigen an, wirklich römisch. Das ist ja auch um einiges älter als die Pariser Katakomben hier. Und das sind wirklich wahrscheinlich die einzelnen Ablagen für einen Tote, Sarg für Särge oder Toten. Leichname. Da überall, hier einer, da drüben einer, da einer. Also solche Einkerbungen waren wirklich typisch. Boah, ist das wild, das ist wie aus einem Film hier. Es ist verrückt, dass es so tief runtergeht. Ja. Ah. Boah, okay. Bro, da geht's in beide Richtungen. Ein schmaler Gang. Na, Leute, das ist wild. Das ist ein kompletter Tunnel. Wir sind hier wirklich in einem Tunnelsystem. Boah, hier wirklich die alten römischen Ziegel. Also ihr seht, das ist eine Stadt unter der Stadt. Feder, das sieht krank aus. Also die Römer waren auf jeden Fall deutlich kleiner als wir. Okay, das ist ganz schön eng. Schau mal hinter dir. Bist du deppert? Ja. Und da geht's jetzt wirklich nach hinten. Überall diese reflektierenden Katzenaugen, die hier zum Vermessen angebracht wurden. Also da waren auf jeden Fall schon Archäologen oder so drinnen, aber das Ding ist verlassen, Leute. Wir gehen hier auch mit Respekt um, schauen hier besonders vorsichtig, wo wir hinsteigen, damit wir nichts zerstören. Und ja, da geht's weit nach hinten. Man ist hier auch vollkommen gebückt. Der wird eng. Und da war eine Mauer eingezogen und schon ein Durchbruch. Sie haben das hier extra geöffnet. Da geht's wieder weiter. Feder, das könnte riesig sein. Stell dir mal vor, du gräbst das hier als erster frei. Öffnest oben den Boden und plötzlich führt da so ein Schacht runter und du findest den Kanal hier unberührt. Ja. Das muss ein Gefühl sein, wirklich, als würde man die Pyramiden entdecken. Und so geht's uns hier gerade. Oh, und hier wird's aber wieder hoch. Wir sind tief unten. Boah, schau dir die Decke an. Alter. Stalaktiten, ja. Ist wirklich kristallisiert Ja. hier über die Jahrhunderte hinweg. Komplett kristallin. Okay, Peter, das sieht nach Dead End aus hier. Aber wir haben ja noch die immens lange andere Seite. Schau, von der Verfärbung her würde ich glaube ich schon sagen, dass es für Wasser ist. Kann echt sein. Also wir sind uns gerade echt nicht sicher, ob das hier noch zur Grabkammer gehört. Weil dadurch, dass diese Wände hier so glatt sind und leicht verfärbt sind und wir immer wieder diese Dreiecke hatten, kann auch gut möglich sein, dass das eine alte römische Wasserleitung ist, die zufällig genau über der Grabstätte verläuft. Also da sieht man wirklich, wie weit die Römer schon entwickelt waren, wenn die echt schon solche Wasserleitungen hier hatten. Gut, sehr weit nach hinten. Oh In einem Kriechgang. Ja, perfekt. Komm, Na gut, dann gleich rein, würde ich sagen. los geht's. Da ist überall Rattenkot oder sowas. Mm. Schimmliger Kot. Also es kann sein, dass hier unten noch eine Ratte lebt, die dem Fredo vielleicht gleich in die Frete springt. Und? Es wird größer, Domi, wieder. Oh. Schnell.
Boah, da riecht's aber eigen. Irgendein Viech scheißt das hier auf. Ist das Eigenkot oder ist das Tierkot? Leute, ich sag's euch, wir sind tief drinnen im System. Im System von den Römern. Oh, Fedo! Was? Hinter dir. Was ist hinter mir? Knochen. Knochen. Ja. Was ist das da rechts? Ein Schädelknochen? Ich weiß es nicht. Es sind überall Knochen. Das ist doch nicht von einem Mensch, oder? Nein. Schau mal, was ist das? Das ist doch ein Kuhzahn, oder? Hört euch mal das Ding hier an. Das ist ein riesiger Kauzahn. Ja, keine Ahnung, wie das hier runterkommt. Da auch, schau, das sind Zähne. Ja. Da ist wieder ein Verbruch und so ein Dreieck. Ja, eindeutig, Bro. Ja, das muss eine Wasserleitung sein. Ja, es sind nicht die Katakomben, aber trotzdem hochinteressant. Alles heute entdeckt, außer die Katakomben. Ja. Die Pilzzucht, die gigantische, jetzt hier den Wasserkanal. Aber geil. 2 Locations in einem. So, wir sind jetzt wieder oben und hier sieht man schön da. Unten sind wir gerade drauf gekommen. Und hier sind jetzt überall noch diese Grabkammern. Die sind hier überall. Da drüben. Hier auch wieder. So Leute, wir haben uns von gestern wieder erholt. Es ist heute etwas windiger, aber die Sonne strahlt und deshalb haben wir uns gedacht, es geht heute wieder an die frische Luft, an die Oberfläche. Und zwar haben wir hier in der Nähe über Google Maps ein seltsames Objekt entdeckt. Ja, da gibt es wirklich gar keine Infos dazu, aber das Ding ist wirklich über Wasser gebaut. Vielleicht gibt es dort auch ein paar Jumps. Ich würde sagen, wir schauen direkt hin. Los geht's. Da auch schon direkt unser Eingang. Hier drüben jetzt auf dieser kleinen Halbinsel soll das Gebäude liegen und man sieht auch wirklich schon einen kleinen Turm zwischen den Baumwipfeln. Das könnte sein. Und hier ist auch gleich so ein wundervoller See. Also da wünscht man sich schon fast, dass man hier mit dem Boot angetuckert wäre. Aber heute leider nicht. Direkt das nächste Tor, hier auch schon Stacheldraht. Verwildert. Oh. Boah. Das ist aber ein Anblick. Hier schön mit dem Kaktus hier. Die kleine Gebäuderuine. Und da sieht man auch wirklich, dass die am Wasser steht. Bro, da könnte es Jumps geben. Wir haben uns das auf jeden Fall von Google Maps genau angesehen und haben uns direkt gedacht, da könnte man vielleicht den einen oder anderen Parcours-Stunt hinlegen und vielleicht auch noch einen Overnighter abziehen. Wir müssen nämlich morgen wieder zurückfliegen und dieses Gebäude liegt Gott sei Dank, wie man hier leicht erkennen kann, direkt neben dem Flughafen. Also logistisch perfekt angebunden. Boah, ja, das steht hier wirklich ins Wasser rein. Laut Internet ein Privathaus einer Familie, aber wirklich in einem Gebiet, wo gar keine Häuser sind. Schon ziemlich runtergekommen. Ja. Es erinnert einen an ein Beginner-Bando. Boah. Boah. Das ist wild, jetzt sieht man die Katamaranform. Da, wie so ein Segelschiff. Also wenn man das auf den ersten Blick sieht, würde man eher denken, das ist eine Schleuse, wo hier die Schiffe reinkommen. Aber das soll wirklich ein Privathaus sein. Oh. Holy shit. Schisselmanissel. Das ist wild. Das ist jetzt wirklich dieser Durchgang. Ja. Also der Treppe. Ja gut, da kann man verdauen. Jetzt stellt euch mal wirklich vor, ihr wacht hier jeden Morgen auf, könnt auf den kleinen Balkon raus und dann direkt mit einem Superman Front ins Wasser und zur Arbeit schwimmen. Das wäre was. Na gut, dann gleich mal hier hoch und schauen, ob es da auch eine Rooftop-Bar gibt. Na komm. Ist das schön. Was für eine Bewertung geben wir diesem Airbnb? Der Lokation würde ich eine 9 von 10 geben. Bisschen Abzug wegen am Flughafen, aber die Aussicht ist wunderschön. Palmen, Meer. Ah, da ist der Super Mario Weg runter. Da geht's wieder raus. Also besser hätte das Wetter wirklich nicht sein können. Ja gut,
das war's schon eigentlich. Das ist Klein, nicht aber groß, fein. ja. Wir haben auf jeden Fall etwas Zeitdruck, weil wir ja heute hier wirklich übernachten wollen. Deshalb sollten wir uns noch Essen holen. Wir sind uns gleich ein bisschen Genau. später hier, wenn die Dämmerung schon ist. Dann Dann geht's werden ins wir- Overnight-Setup. Ja, komm, los geht's. Marinara, Spinaci. Grazie. Oh, wir sind equipped und der Sonnenuntergang, das brennt. Jetzt geht's für uns in die Hängematten. Es ist wirklich sehr windig und kalt, aber das macht den Overnight ja umso geiler, oder? Oh, da kriegt man jetzt aber Bock. So, da sind wir wieder. Da ist es, das Eingangstor zu unserem wunderschönen Nachtdomizil, dem 5-Stern Airbnb. Also das sieht ja wie von einem Horrorfilm aus. Sieht wirklich creepy aus. Ja, das ist eine schöne Unterkunft. Genau an dem Ort, wo uns nie jemand finden würde. Ja, schön neben dem Wasser, wo man die Körper ganz leicht verschwinden Ja, lässt. ja. Ah, schaut sich das mal an. Das ist echt, also jetzt wo man hier drinnen ist, auch wenn man da zu zweit... Die Pitschen, die Taube. Du hast mich auch Bitte, die Taube hat mich auch erschreckt. Ich habe gedacht, du schaust gerade von der Gambino-Familie an, von der Mafia-Familie. Also stellt euch vor, da kommt ein knalloranges Schlauchboot um die Ecke mit einem Horrorclown drinnen. Also das wäre der Endgegner. Das hat echt so wirklich so ein Mafia-Vibe. Hier die Trocken Docks, wo sich die Dons für die Geschäfte treffen oder um einen Körper loszuwerden, hier ins Wasser. Unser Plan ist auf jeden Fall jetzt, dass wir tatsächlich hier übernachten und zwar auf eine ganz besondere Art. Hier schön von links nach rechts gespannt in den guten alten Hängematten. Jetzt hinterfragt man die Entscheidungen, die man getroffen hat, aber ja, das ist unser Ziel. Überm Wasser hier schön mit Konsequenzen, dass man hier bloß nicht reinfällt. Ja, bloß kein Albtraum in der Kein Nacht, wo man dann sich Schlafwandeln. auf die Seite dreht. Da sind die guten Träume eigentlich schon gesichert. Ja, stimmt. Wir haben hier heute schon ausgekundschaftet, die Matten lassen sich da perfekt spannen. Und jetzt, wo wir noch Energie haben, würde ich sagen, beginnen wir direkt mal damit, unser Schlafquartier hier aufzubauen und dann können wir entspannen. Ja, In der Theorie. So, wir sind jetzt ein Stockwerk runtergewandert und das hier ist wirklich unsere Verankerung für die Seile von der Hängematte. Also hier kommt ein Ende dann, hier das Wasser und da drüben bei dem anderen Loch dann direkt das zweite Ende und wir liegen dann quasi hier in der Mitte, einer links, einer rechts. Die Schnüre und gleich hier hinten festmachen. Auf. Ei. Ja, aber das... das kann ja Aber hin das und her hält, gehen. das zieht, das hält schon. Solange das da nicht ausbricht mit mir. Es wirkt nicht sehr stabil. Die ersten Sicherheitsbedenken hier. Wenn der Ring hier wegreißt, dann liege ich auf jeden Fall da unten. Also für euch auf jeden Fall lustig. Es wäre schon arschkalt. Boah, das ist sketchy. Na gut. Seil sitzt. Peter macht hier schon unser Hilfslein fest. Ich werde jetzt direkt mal raus, dann gibt sie mir durchs Fenster und damit ziehen wir die dann auf die andere Seite, ohne dass die eigentliche Matte ins Wasser hängt. Ja, das ist ja alles genauestens durchdacht. So, ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert. Und jetzt, wo ich gesehen habe, dass diese Verankerung nicht allzu stabil ist, aber jetzt sind wir schon hier. Warum sieht Wasser bei Nacht immer so gruselig aus? Ja, warte, ich hab's. Nächster Step, auf die andere Seite hier kommen. Zack. Da ist drüben. Ihr seht, das ist hier wirklich High Engineering. Der Fredo muss jetzt einen Stock runter, damit ich ihm das Seil geben kann und das festmachen. Aber wir haben gerade festgestellt, dass es hier auf der Seite, es gibt keine Treppe, oder? Keine man Treppe muss runter geht. runterklettern außen. Bro, hier vielleicht. Ja, hier ist es. Hier? Okay. Ja. Oh. Zieh an. Jetzt können wir schön die Matte hier rüberziehen. Und wir sind wieder auf dieser Seite.
Dann lasse ich dir jetzt schön die Matte auf Spannung rüber, gell? Bloß nicht ins Wasser fallen lassen. Ja. So, und jetzt müssen wir die Länge schon einstellen, gell? Bro, da reinklettern wird wirklich eine Challenge. Das wäre wichtig, dass wir ungefähr den gleichen Abstand haben. Bei mir ist so 2 Knoten, so ein halber Meter. Boah. Das ist ein Windsegel. Hast du das gesehen? Ja. Na gut, ich mach's fest. Ganz knapp, ja. So. Boah, ist das sketchy. Alter. Bro, das ist das reinste Windsegel und da wollen wir uns tatsächlich gleich reinlegen. Das ist echt ganz speziell. Ja, bin drinnen. Das ist jetzt wirklich auf Maximalspannung, oder? Ja. Also da muss man echt ein Stoßgebet machen, bevor man da reinklettert. Ja, glaube ich auch. Ich bin echt skeptisch. Uff. Ich finde aber, dass das wirklich gut ausschaut eigentlich. Ja, es ist sehr gespannt, also. Aber das gehört ja so, oder? Ja, Ja. das wird noch ordentlich nachgehen. Also der Rahmen, in den habe ich auf jeden Fall mehr vertrauen. Ich sollte da noch einen Sicherheitsstein hingeben. Da wird gerade noch eine Notfalllösung positioniert. Und zwar die Zweithängematte wird da verbunden, falls das hier wegreißt, dass man hier noch dranhängt. Seil abmachen und dann geht's rüber. Wir machen die zweite fest und dann kommt der Moment der Wahrheit, Probe liegen. Das ist im Schnellverfahren. Schaut euch das mal an, was ist das für ein Schlafspot? Also wenn das wirklich klappt, wäre das der Oberhammer. Das sieht aus wie eine richtige Festung hier und da in der Mitte unser Schlafplatz. Boah, jetzt bin ich aber hyped. Jetzt kommt die nächste Schwierigkeit und das könnte jetzt auch wirklich die Crux hierbei sein. Zwar, wir müssen ja irgendwie in diese Matten kommen und da müssen wir natürlich auch noch Schlafsack und Isomatte da drin aufbauen, ohne dass uns das Ganze hier wegweht. Du hast das? Ja. Los geht's. Oh. Okay, ich gehe mal ins Stütz. Oh. Jetzt müsste ich das Ding haben. Ja. Fello, vielleicht musst du mit deiner Hand dann helfen, okay? Ja. Hast du das zu? Ja. Okay. Oh shit. Okay, ich bin drinnen. Okay, halt das Zug. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No. Noch nicht. Das könnte nach hinten losgehen. Oh, ja. Perfekt. Halt wieder. Ja. Du bist fast drinnen. Ich glaube, ich gehe anders an. Dann Fuß rein, ja? Fredo, wenn ich da loslasse, würde ich einfach so rein. Ja, es sieht aber wirklich gut aus. Du müsstest dich, glaube ich, am Rücken drehen. Bin ich echt drinnen, ich fühle mich ganz wackelig. Das sieht sehr gut aus. Breit das aus, geh mit den Knien noch rein. Warte kurz. Perfekt. Oh mein Gott. Ja. Yes. Geil. Bin ich wirklich drinnen? Ja, du bist drinnen. Das ist es. Perfekt. Ich bin drinnen. Ja. Oh. Ich bin drinnen. Fredo. Bro, das war arg sketchy. Ich war jetzt bis zum Schluss noch nicht ganz drinnen. Ich lieg und boah, Fredo, ich sag's dir ehrlich, Ja? das ist verdammt angenehm. Wirklich. Du wackelst auch gar nicht so. Na, ein bisschen überhaupt halt. nicht. Da die andere Hängematte, der Durchgang, der creepige. Aber es ist nicht so windig. Es ist relativ windstill sogar. Kurzer Test, ob das wirklich alles stabil ist. Boah. Oh mein Gott. Yes. Oh. Ja, das sitzt. Okay. Geil. So, Fred hat hier schon die erste Matte aufgeblasen. Ja, cool. Oh ja, das ist gut.
Matte ist drinnen. Schlafsack noch. Ja. Uiuiui. So, Feder, dann gib mir mal deine Sache. Alles beladen. Fedo Premiere. Ab in die Koje. Boah, ich hab Angst. Boah, das ist unschön. Ja. Socken. Genau, und jetzt ein Fuß schon rein. Ja. Genau, rein. Das fühlt sich ganz los an bei mir da. Wo? Das an. Ja, oh. Ich bilde mir wirklich an, dass dieser Crack bei mir immer größer wird. Ja, der ist schon. Der war so, gell? Der ist gleich geblieben, glaube ich. Ja, du bist drinnen. Boah. Yes. Komm, ein Stück noch. Boah. Boah, das sieht... Das ist geil. Boah, da wackelt man gleich mehr. Ja. Jetzt wackel ich auch, wo du drinnen bist. Hast du's? Boah. Vorsichtig. Ja. Das ganze Kreuz wackelt. Ja? Ja. Scheiße. Okay. So. Fast Mitternacht. Man ist hier jetzt wirklich voll im Schlafsack drinnen. Wie sieht's aus, Bro? Liegst du gut? Ich lieg angenehm, aber ich hätte schon gerne irgendwie, dass ich noch ein bisschen weiter drinnen wäre. dass Ja, ich so ein irgendwo Schutz, weiß- gell, dass man nicht über Bord fliegt. Ja. Ja, man denkt sich nämlich, wenn man so ins Wasser fliegen würde, während man im Tiefschlaf ist, ja, das wäre so eine richtige Waterboarding-Challenge. Es ist auf jeden Fall angenehmer als erwartet, obwohl wir da so einen richtigen Durchgang hier haben. Ist gut windgeschützt. Ja, hoffen wir mal, dass da kein Geisterschiff in die Nacht reintuckert. Es ist auf jeden Fall gruselig. Sieht schon wild aus. Dann würde ich sagen, kann's in die Haie gehen. Gute Nacht. Ja, ja, gute Nacht. Gute Nacht, Leute. Bis morgen. Guten Morgen. Oh, das hat funktioniert. Gut geschlafen. Ja. Mir ist kalt geworden in der Nacht. Irgendwann hatte ich kurz Paranoia, dass irgendwas abreißt, oder das war's. Boah. Alter Schwede. Ich hatte die ganze Zeit Paranoia, dass ich hier ins Wasser fliege, komplett eingewickelt, weil ich war im richtigen Kokon in der Matte und hatte auch noch so eine Jacke über meinem Kopf. Ich glaube, da wird man nicht rauskommen. Ja, Ich das, sag's dir ehrlich. dass man dann wie eine Mumie hier reinfliegt und absäuft. Fett eigentlich. Das wäre tödlich gewesen, der Sturz. Ja, die hat mich erwischt. Die Sonne kommt raus. Na gut, wir müssen einen Flug erwischen, Abflug. Also das sind ja mal Aufnahmen hier. Das hat wild ausgeschaut. Ja. Oh, ja, ja, ja. Fuck, für das letzte Stück ist ganz saft. Eins kann ich dir sagen, das fühlt sich gut an. Es sieht aus, als würde ich mit einer Hängematte Gassi gehen. Das Boarding hat schon begonnen. Ja, genau in der Robbe. Sieht echt aus, als hätte ich dich an der Leine. So, jetzt noch den Karabiner unten öffnen. Ich muss es auf Zug leider halten. Okay, ich hab's. Okay, passt. Also ein bisschen besser hätten wir den Knoten schon machen können.
Der ging fast auf, der Brezelknoten. Aber alle Matten oben, alles abgebaut, schnell zusammenpacken und dann ab zum Airport. Jetzt sind wir schon spät dran. So Leute, rechtzeitig am Flughafen geschafft, gleiches Abflug. War ein wirklich geiles Adventure, sogar noch guten Schlaf bekommen. Wirklich kranke Übernachtung, dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute!